Hallo zusammen, mein Name ist Abatog und heute spielen wir das beste Spiel der Welt, StarCraft 2 Visual Novel. Dabei geht es darum, dass ein ausländischer E-Sportler in Korea Fuß fassen möchte und zur StarCraft 2 Profiszene gehören möchte. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und wir steigen direkt ein. Viel Spaß! Genau, SC2 Visual Novel is a visual novel about StarCraft in South Korea and the people who play it. If you are new to eSport or StarCraft, you can watch a short, voice-acted scene that will introduce you to professional StarCraft. Ich glaube, das machen wir gleich. Or you can watch the scene later in the Extras Menü and get right into the action. Okay, ich würde sagen, wir lernen mal ein bisschen was über StarCraft. Ich weiß zwar schon was, aber ich bin gespannt, wie die das machen. Außerdem Voice Acting ist immer gut. Dann muss ich das nicht machen. Klicken muss ich trotzdem. Okay. Timmy. Hey Timmy, long time no see. How's it going? Cool. Oh, hey. Not too good. Oh, why so glum, dude? What's up? Why so glum, dude? Okay. Glum habe ich noch nie gehört. In dem Kontext oder irgendeinem anderen. Well, I want to play this super neat new game. It's called SC2VN. But I don't know that much about StarCraft. I'm afraid a bunch of stuff is just gonna go over my head. Sehr gut. Oh, don't get down on yourself, Timmy. How about I help you out on some background info? That way you won't feel so lost. Das klingt sehr gut. Alles, was mit den Night zu tun hat, ist immer sehr, sehr gut. Könnt ihr euch merken. Wow, really? Thanks, Day9. You're the best. No problem, Timmy. So, what would you like to know? Okay, well, what were the earliest days of StarCraft like in Korea? Für jemanden, der keine Ahnung von irgendwas in StarCraft hat, ist das eine auffällig spezifische Frage. Oh, you mean the days when players dressed up in spacesuits and played in tiny studios with fog machines? Das klingt großartig. Warum haben wir das heute nicht mehr? Das klingt super. Oh, that sounds so cool. Timmy und ich sind auf einer Wellenlänge, das ist gut. Okay, hold on. We're getting a little ahead of ourselves. Don't you need me to tell you what StarCraft actually is? Tutorials sind für Weicheier. Please, Day9, I'm not that bad. What kind of person downloads visual novels about StarCraft without knowing that it's a popular real-time strategy game made by Blizzard? Sehr gut. Well, Timmy, in the off chance that this is a recording designed for complete newbies to eavesdrop upon, how about I go over a few basics? Fine. Ich bin jetzt schon verliebt in das Spiel. Super. Like you said, Timmy, StarCraft is a highly competitive game. Rather than the black and white chess pieces, players choose between 3 different races, each with its own advantages and playstyles. The powerful, enigmatic Protoss, the scrappy, efficient Terran, or the swarmy, insect-like Zerg. For 15 years, StarCraft has been played professionally in South Korea. Man kann in StarCraft 2 ist anders. In Südkorea, so rum ist das Ganze ein Satz, in Südkorea ist StarCraft 2 halt wirklich so eine Art Nationalsport. Ich weiß nicht, ob StarCraft 2 so groß ist wie Fußball hier in Deutschland zum Vergleich, aber es ist schon so auf einer Augenhöhe mit Basketball zum Beispiel, das auf jeden Fall. Aber die Tendenz geht eher Richtung Fußball. Weil ich auch nicht weiß, wie da die anderen Spiele wie LoL zum Beispiel platziert sind. Müsste ich mich nochmal schlau zu machen. Aber vielleicht erklärt uns das Day9 sogar. Hey Day9, erklärst du uns das? Wow, really? You mean people can play video games for a living? That's right, Timmy. Corporate sponsors fund teams for millions of dollars, just like any other sport. And the players compete on televised tournaments for cash prizes in events known as Star Leagues. Esports is the real deal. Oh ja. And people actually tune into the tournaments? They watch StarCraft on TV? I can't believe it. Ich hoffe, ich muss das Voice Acting in der Form nicht nachher nachmachen. Ich krieg weder die Stimme von Day9 noch von Timmy hin. Believe it, Timmy.
Those television broadcasts help expose StarCraft to non-gamers, and fans began to follow esports not only because they played the game themselves, but because they could get invested in the players, personalities, rivalries, the storylines. Wenn er das so beschreibt, klingt's wie Wrestling, ehrlich gesagt. Oh, I guess that makes sense. So, esports became popular in Korea in the early 2000s. What was happening everywhere else in the world? Well, StarCraft was certainly successful in the West, with a ton of great competitors existing from all over the world. But StarCraft didn't really catch on as a televised esport anywhere else. Ich mag diese ganzen Anime-Emotions super. Die Brille mit den Kringeln, die erinnert mich sehr an, oh Gott. Kaito-Jan heißt das, glaube ich. Diese komischen Diebin, die mit ihrem komischen Gymnastikband Dämonen fesselt. Sehr witzig. Und hier der zerknirschte Mund ist eh super. Ah, ich freue mich auf das Spiel. Das wird witzig. So as a result, the Korean players, with their professional training and their televised tournaments, were head and shoulders above everyone else. Well, okay, the Koreans were better in StarCraft 1, but wasn't everyone on an even playing field when StarCraft 2 came out? Nein, Koreaner sind einfach unfair, die sind immer besser. Well, at first, yeah, but you have to remember that Korea already had an infrastructure for televised esports. They simply rolled that same regimented practice schedule over to StarCraft 2. And even though everyone started the same, quickly, Korea left the rest of the world in the dust. Aber ist ganz cool, wenn der Nein das hier alles erklärt, muss ich das nachher nicht während des Spiels tun. Auch mal interessant. Only a handful of non-Korean players have ever been able to put up a challenge. Nothing really compares to the Korean team house. What's a team house? Das wollte ich doch gerade erklären. Schweinerei. Warum bin ich überhaupt hier? Warum spielt das nicht einfach alleine? Come on, Tim, you can figure this one out. Super. A for effort, Timmy. It's pretty much what it sounds like. A team house is both living quarters and a practice environment. Coaches and managers add structure to a daily schedule, they match you up against practice partners in a way that's more productive to you, and because everyone lives together, they're talking strategy all the time. It's pretty much unanimously agreed upon that Korea is the place to be to get better at StarCraft. No. As a result, Western pros head abroad to train or boot camp pretty regularly. Wow, I feel so enlightened. All of this knowledge. Ah, sehr gut. Ich hoffe, der Humor zieht sich durch das ganze Spiel durch. Dann haben wir da super viel Spaß mit. Thrilled to be of service, Timmy. Anything else I can assist with? Erklär uns mal die 3 Rassen der Nein. Machst du das jetzt? Yeah, I think that covers everything, Mr. 9. Now I can read SC2VN without Googling every 5 minutes. Thanks for helping me out. I super duper appreciate it. Mr. 9. Oh, super. Totally. Anyways, I'll see you later. Thanks again. Good luck, Timmy, and try not to get the bad ending. Es gibt ein Bad Ending. Oh je. Ja, das war doch mal ein super Einstieg. Und wir wieder im Hauptmenü. So, gucken wir mal schnell in die Extras rein. Genau, hier könnten wir uns das Ganze nochmal angucken. Was hier kommt, weiß ich nicht. Vermutlich würden wir da dann die Enden oder irgendwelche Story-Abschnitte nochmal wiederholen können. Bin gespannt. Preferences kann man nicht so viel einstellen. Ist aber auch egal. Den Text-Speed eben fand ich ganz cool, den lassen wir so. Okay, dann fangen wir jetzt mal ein neues Spiel an. Ich bin ja so gespannt. Besser, okay. In StarCraft 2 wählt man sich ein Geschlecht und einen Main-Charakter aus. Mach? Ich bin mir nicht sicher. Okay. The choice will mostly impact how he or she appears. The story differences are minor. Okay, Geschlecht macht keinen Unterschied. Now select a main character. Schick hinterlegt. Warum zum...
Ach Gott. Warum hat sie eine rote Nase und ist überhaupt vom Kopf her relativ rot? Ach je. Hat wohl jemand sich zu sehr von Hentais inspirieren lassen. Ist so meine Theorie. Wir spielen den Typen. Begin the story as the male main character? Oh yes, totally. Yes, I want to play as the male main character. No, I want to rethink my choice. Nö, wir machen den Kerl. Aber das Mädel ist mit Orange, mit Gelb hinterlegt. Das ist die Day-9-Farbe. Das ist eindeutig ein taktischer Vorteil. Eigentlich sollte man dann vom Default aus besser sein. Aber wir nehmen den Typen. Blaue Augen und braune Haare. Aha. Totally, das sind wir. Mach. Ich weiß nicht, ob das Spiel Voice Acting hat. Es hat Zugeffekte, das ist schon mal ein Anfang. Okay. There's a certain feeling that every StarCraft player gets before they lose. Most try to ignore it at first, as if the inevitable is just another challenge to fight through. Like their past mistakes don't count if they just try a little bit harder. It's a natural thing to believe, otherwise contradicts the hours we spend practicing. What? To believe otherwise contradicts the hours we spend practicing. Ich würde sagen, hier fehlt ein Komma. Still, every player must eventually come to terms with a defeat. Ich nicht, ich verliere nie. Aus Prinzip nicht. That they have to queue up for another game. Or maybe that they flew across the world for nothing. Ja, das ist dann der Fall, wenn du ein Turnier verlierst. I haven't met many players that can take a loss in stride. It's painful. It's permanent. It's proof that your best isn't always enough. Sehr melodramatisch. Wie der guckt, super. Entschuldigung, ich habe den Ernst der Lage vergessen. Long after my elimination, I remain at the PC with a blank look in my eye. Clicks shoot from my fingers as I leap from page to page. A tournament update mentions my defeat in passing, but no one acknowledges it. Tja, dich kennt halt keine Sau. When my frustration fades, I'm left only with guilt. I should have practiced harder. Ja, hättest du immer. I considered sticking around to watch the final few games, but the knot in my stomach pursues me to avoid any more stress. Eindeutig ein schlechter Verlierer. Ich hoffe, das können wir im Laufe des Spiels ausbauen. Vielleicht gibt es da Werte, für die man steigern kann. Wäre doch auch mal was. People are nice enough to a foreigner with the heart to attempt a Star League Qualifier. Okay, hier muss ich mal kurz einhaken. Ein Foreigner ist natürlich im Normalfall einfach ein Ausländer. Im StarCraft 2 Kontext bedeutet das aber ein Nicht-Koreaner. Das heißt, egal von wo du kommst, Deutschland, England, USA, du wirst halt immer als Foreigner bezeichnet, weil die größte StarCraft-Szene halt in Korea stattfindet. Konkret Südkorea, natürlich. Von daher, immer wenn von Foreignern die Rede ist, sind es Nicht-Koreaner. Was ich nicht weiß, ehrlich gesagt, ist, ob ein in den USA geborener Koreaner auch als Foreigner bezeichnet wird. Also ob das ein Rassending ist sozusagen oder wirklich ein Herkunftsding, ein wo trainiere ich denn meine meiste Zeit. Wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Genau, und Star League war die Liga, von der der Nein eben gesprochen hat. Das war das Turnier, was wir jetzt offensichtlich verkackt haben. Ja, kein Wunder, wenn die mich nicht StarCraft spielen lassen. Kann ja nicht klappen. But without a win, I'm just one more in a long line of losers. Boah, der ist schon sehr depri, geht mir jetzt schon auf den Sack. Hundreds spend their best years chasing the esport dream. 1 in 50 makes it. This is for those that don't. Click. Every game of StarCraft begins the same. Gather resources. Train a worker.
Construct a building. Rally an army. Defend the base. Die Laserstrahlen kommen übrigens von den Protoss, das sind die coolsten. Das ist nicht up für die, das ist not up to debate, darüber können wir nicht diskutieren. Protoss sind die coolsten. Punkt. Der blaue Haufen, die sind Terraner, sehr menschenähnlich. Oder, was heißt der menschenähnlich? Das ist die Rasse der Menschen. Punkt. Ich bin mir halt nicht sicher, wie viel die Rassen im Laufe des Spiels noch erklärt werden, deswegen hake ich halt ein bisschen ein und unterbreche das Ganze ein bisschen. Okay, weiter im Text. Defend the base. Contest the map. Turn something small into something more. Was? Turn something small into something more. Okay, kleine Basis ausbauen. Ich verstehe. Laserstrahlen. Im Hintergrund hören wir auch genau den Sound, den diese Kolossi machen. Sehr cool. This game is punishing. It's stressful. It's draining. It builds you up and tears you down. Ja, korrekt. Die Spielsounds sind so großartig. Ich meine, dadurch, dass ich halt immer mal wieder StarCraft spiele, kann ich die Sounds halt alle zuordnen. Aber ich finde das schon mega geil. Du hörst den Sound und weißt, Banelinge. Dann kommt das Bild. Banelinge. Super gut. It's not for everyone. It might not even be for me. How many more chances am I going to get? Was that my last? Nur wenn du aufgibst, Arschloch. Oh, the feeling is back. Why am I still trying? Why can't I quit? Ich bin gespannt, wie ich gleich in der Aufnahme klinge. In meinem Kopf klinge ich immer mehr wie Solid Snake. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. My fist rattles the desk and sent a plastic bottle onto the floor. With my chin in hand, I throw myself into the match replay. Genau, man muss sich halt auch die Wiederholung angucken, sonst wird man nicht besser. Was ist das denn? Es ist schon fast 9:45 und der Junge ist immer noch wach. Der muss mehr schlafen. Kein Wunder, dass er verliert, wenn er übermüdet ist. Ja, typische Energy Drinks, sehr gut. Der ist ja offensichtlich schon in irgendeinem Pro-Team. Ich bin gespannt. And throw myself into the match replay. Oh, cool. Steuerung. I forced down the measure breath, losing a throwaway ladder. Was? I forced down my measured breath. Losing a throwaway ladder game shouldn't bother a player of my rank. Okay, open the menu, escape or R-click to check the glossary. Okay. Ein Menü. Was haben wir hier? Ladder. Ah, nice, hier werden die ganzen Dinge erklärt. Cool. Okay, Ladder. Shorthand für Online Ranked Play. Ranked from the lowest to the highest. The leagues in StarCraft 2 Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master and Grandmaster. Grandmaster rank is awarded to the top 200 players from each region. Okay, hier wird also auch ein bisschen was erklärt, das ist gut. Wie komme ich hier wieder weg? Ah, mit Rechtsklick. Was haben wir noch? Wir haben Save Data, das machen wir. Direkt speichern. Laden Konfigur, was können wir hier? Okay, denselben Kram können wir machen. Main-Menü, kommen wir zurück. Okay. Ganz kurz. Ah! Okay, schade. Ich kann nicht auf den roten Schriftzug drücken und lande direkt im Glossar. Aber cool ist, dass Begriffe, die im Glossar landen, vorgehoben sind. Eben, ganz kurz, war noch die Rede von einem Throwaway-Account. Das heißt, ich als Profispieler halt unter, was weiß ich, meinem Super Abatog-Account, so. Wenn ich aber einfach nur trainieren möchte, ohne erkannt zu werden, wenn ich nicht auf Turnieren spiele zum Beispiel, spiele ich halt mit dem zweiten Account, der ganz anders heißt, damit die Leute nicht den Spielstil mit mir in Verbindung bringen können. Dann habe ich den Vorteil, dass ich halt neue Strategien trainieren kann, bevor es auf dem Turnier zur Sache geht. Ohne dass die Leute wissen, dass ich das bin. Ist schon sehr cool. Okay, Menü schließen. Scout denial and my poor control of the final fight gave my opponent the edge. In retrospect, my mistakes seem obvious. Ja, okay, er hat scheiße gespielt. Ich bin mir auch unsicher, wie viel von dem StarCraft-Talk ich quasi übersetzen soll. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr grob wisst, worum es geht. Wenn es nicht wichtig oder wenn es irgendwie bedeutend ist, erkläre ich es ein bisschen. Aber ich will mich nicht zu sehr in Erklärungen verlieren. Das ist nicht hilfreich.
I toy with the conclusion that he was hacking, before realizing that I'm just making excuses. No, I should have been able to win that one. Despite the Grandmaster badge next to my handle, I find myself too anxious to queue up for another game. Weißt du, woran das liegt? Du guckst zu wenig Husky Bronze League Heroes. Das hilft. The loss at the Victory Star League qualifier earlier today isn't helping my mindset. I comp my tiny room with a look, restless and unmotivated. Sitting alone in a dark room for extended periods of time is incredibly depressing, a fact I learned only when it became a significant part of my life. Ja, dann ändere dein Leben, Arschloch. Okay, wir machen hier mal kurz Pause und sehen uns dann gleich zum nächsten Teil. Tschö.